gesagt hätte, brauche ich nicht, wäre es eine andere Sache gewesen. Ich gebe erstmal weiter. So first of all, namaste to everyone and good evening. I'm going to begin this session with beautiful meaning of this greeting, namaste. Namaste means I honor the place in you in which entire universe dwells. Namaste, ich möchte diesen Abend mit diesem Gruß beginnen und ich möchte sagen, was er bedeutet. Namaste meint, ich ehre den Platz in dir, in dem das ganze Universum wohnt. I honor the place in you which is of love, light, truth and peace. Ich ehre den Platz in dir, der mit Liebe, Licht, Wahrheit und Frieden verbunden ist. When you are in that place in you, and I am in that place in me, we are all one. Yes, we are all one, originated and created from one source, and that source is sound. Wenn du in diesem Platz bist und ich in diesem Platz bin, dann sind wir alle eins. Dann sind wir alle uns bewusst über die Einheit, aus der wir kommen. Sound can be applied as a medicine in a very clinical manner to heal and transform our lives at every level of our existence, physical, mental, emotional, spiritual. We will have some talk about that here. Sound, also Klänge, können benutzt werden, um medizinisch eingesetzt zu werden, um uns zu heilen auf allen Ebenen, der körperlichen, auch der spirituellen. Und wir sind heute Abend hier, um darüber zu sprechen. Satya, wie bist du dazu gekommen, mit Klängen zu arbeiten und die Ausbildung anzubieten? Satya, how did you get along to actually work with sound and to offer this education? So it's a kind of lifelong education for me. From very childhood, I got to introduced about the natural healing modality, about the mantras, about sound therapy in different many ways, and then try to explore it later on in my life. And I met several masters working with sound, and gradually I learned and then started teaching about it. Ich habe schon mein ganzes Leben mit Klang zu tun gehabt und habe Menschen getroffen, die mich da eingeführt haben und habe über Mantren das kennengelernt, wie der Klang sich auswirken kann und habe Meister getroffen, die mich dann weiter unterrichtet haben und habe dann auch angefangen, vom Lernenden zum Lehrenden zu werden, zu unterrichten. Und du hast erzählt, dass es in Asien oder speziell auch in Indien wie so eine Art Kuren gibt, die 3 oder mehr Wochen dauern, wo sehr viel Soundhealing mit involviert ist. Und ist das auch eine Tradition oder hat sich das jetzt in den letzten Jahrzehnten entwickelt, ähnlich wie in Deutschland? He explained that in Asia and particularly in India there are special 3-week retreats where people are treated with sound for healing. Is that a long-standing tradition or is that something which has developed fairly newly? Actually, it's a very ancient tradition in India. If you have heard about Nada Yoga. So Nada means a very pure healing divine vibration.
And from very ancient times, it was in tradition, but unfortunately, people forgot about it because there were so many, foreign invasions in India for 1,000 years. They tried to destroy the culture, so people forgot about several ancient tradition sciences like yoga, meditation, this nada yoga, or sound healing is the more, you can say, better word is nada. Nada sound is the general sound, but nada is a very pure, it's a Sanskrit word, divine healing vibration. So it's there for very long time, but unfortunately we forgot it. Again, it's coming back to the modern world, being rediscovered. Also das ist eine uralte Tradition, die aber vergessen wurde, auch durch die Invasionen und die anderen Kulturen. Und das bessere Wort dafür ist Nada, Nada Yoga. Nada als heiliges Wort aus dem Sanskrit, also heiliger Klang. Und jetzt wird es auch wiederentdeckt und in der Tradition steht deine Arbeit. Ja, das ist dann vielleicht auch ähnlich wie in Europa. Da wurde Klang ja auch schon in Urzeiten angewendet. Man kennt die ältesten Musikinstrumente, die Flöte zum Beispiel aus Schwanenknochen, aus den Höhlen in den Alpen, oder auch Trommeln. Die älteste Trommel, die in der Kelchform geformt ist, ist aus Dernberg in Thüringen, die gefunden wurde, 5000 Jahre alt. Und man, ähnlich wie in Sibirien es heute noch Schamanismus gibt zum Beispiel, kann man sich gut vorstellen, dass es eben auch hier in Europa Tradition war, aber dann über die Jahre in Vergessenheit geraten ist. Und deswegen ist es auch, also ich finde es besonders schön und wichtig, dass das wieder aktiviert wird oder aktiviert wurde in den letzten Jahrzehnten. Vielleicht das erstmal. Okay, I might not get everything, but the idea is that in Europe too we have had that ancient tradition in shamanism, and many thousands of years back people used musical instruments, the flute, or there was a discovery of a drum which was 5,000 years old, and he's also happy that also in Europe that's going to be rediscovered for the connection to healing and well-being. Ja, lass uns über deine Akademie sprechen. Du hast ja die Internationale Akademie für Soundhealing ins Leben gerufen und unterrichtest in USA, in Asien und Europa. Wie viele Teilnehmer gibt es da? Wie ist das Ganze organisiert? Yeah, let's talk now about your academy. You are teaching in worldwide, in the US, in Europe, in Asia. How many people have been taking part in that education already? So it's more than 12 years. Our academy have been offering training workshops to healthcare professionals around the world, like in United States, Canada, Europe, in India, and several, Far East Asian countries, Middle East Asian countries. So our idea is basically to train people how they can apply sound vibrations of singing bowls in a very clinical manner to heal critical health disorders. Now we have more than 2,000 students working worldwide professionally and with very good success. Ja, die Akademie gibt es seit 12 Jahren und er hat nochmal gesagt, in Amerika, in Indien, in Europa, auch in anderen Far East Countries sind etwa 2000 Studenten, die in einer sehr klinischen Art und Weise arbeiten. Die trainieren Healthcare Professionals in dieser Akademie. Das heißt also Leute, die schon vorher ausgebildet worden sind mit Gesundheitsberufen. Und die haben wohl mittlerweile ein Netzwerk, wo sie sich auch austauschen mit gutem Erfolg. Und arbeitest du da mit Kliniken zusammen, wo die Leute bestimmte Krankheitsbilder haben, die damit behandelt werden? Are you working together with clinics where people are actually treated for special
profiles for special diagnoses. Okay. So basically, we have our own clinical setup in India, in Ahmedabad, and then our all students who have been working professionally, they are also have their own personal clinics. So like you know, in a country like India, this is last, you can say, maybe I was the first person who started sound therapy with singing bowls. So it's in the developing stage. We need lots of cooperation from the government there. So most of the students working in their own personal clinic. But yes, we have several, patients coming, and we have a very good result. We are, of course, willing to, collaborate with government gradually and bring it to the mainstream medicine. Also Sie haben in Indien Ihre eigene Ausbildungsklinik, die er mitgegründet hat, und die Studierenden dort, die haben auch ihre eigenen Kliniken, in denen sie die Patienten, die Klienten behandeln. Und das sind die Singing Bowls. Ich weiß nicht, wie das gut übersetzt wird. Klangschalen, gut, klar. Und sie sind sehr glücklich darüber, auch international Kooperationen zu haben und möchten das auch gerne ausweiten. Und bei welchen Problemen, bei welchen Krankheiten hast du die Erfahrung gemacht, dass es besonders gut hilft und wirkt? With which illnesses have you actually got the experience that it's particularly helpful? So we have worked on several critical health disorders. You can say cancer, heart problems, schizophrenia, epilepsy fits, and so many other health disorders, and we have a very good result with that. Also es gibt Erfahrungen mit Herz-Kreislauf-Erkrankheiten, mit Schizophrenie, mit Epilepsie, mit Krebs, hat er zuerst genannt, ja. Und da gibt es sehr gute Erfahrungen. Und ist das immer ein ähnlicher Prozess bei der Klangheilung oder ist das auch bei den verschiedenen Krankheiten unterschiedliche Settings? Is it usually a similar process for the different diagnoses, or is it a different process depending on the diagnosis? So like I told, we have a clinical process. We use very specific frequencies, specific vibrations, different kinds of singing bowls, and also we have different protocols to apply on different health disorders. Yeah. Ja, es gibt tatsächlich verschiedene Protokolle für die verschiedenen Diagnosen, verschiedene Klangschalen, verschiedene Frequenzen, die sie da sehr klinisch sozusagen, ich sag jetzt mal standardisiert, versuchen anzuwenden. Und wird dann auch Protokoll geführt, Studien gemacht, dass man das nachvollziehen kann oder Dokumentationen hat? Is there also a protocol or studies so that you can actually read about it and get an idea how things work? Yeah. So yes, we have protocols for all these therapies, and we are gradually, also trying to get it documented, to publish it, but it's under process. But we have, for all these therapies, we have specific protocols that we are applying. Yeah. But of course, it will take some time because, as I told, in India, it's not as popular as in Western countries. Like I've heard here in some countries, music therapy is being taught like in universities. But in India, there is no course in universities about music therapy. So we need support from the government for that. But it's still like in regular way, many certified healers are working from our academy, and we are getting good result. But of course, it will take some time to publish it or bring it to government. Yeah.
Also im Moment ist es noch im Prozess, dass es eben gesammelt wird, und es ist in Indien noch schwierig, weil das eben nicht so wie hier an der Universität unterrichtet wird, sondern weil das noch im Prozess ist, aufgebaut zu werden, und der Wille ist da, das zu dokumentieren und da auch Studien zu machen, und da wird auch noch Kollaboration gesucht. Und wie sieht das aus in anderen asiatischen Ländern oder in den USA und Kanada? How is it in different Asian countries and in the US and in Canada? Is that already documented? Yes, so we have several students working in United States. We have trainers there. We have students in Canada. We have students in Taiwan, different other countries. So they are trying, or somebody already into alternative therapy field, so they integrate with their work. And they are trying to also in those countries to get it, some kind of recognition from the government. But it's not recognized by the government there. But we are trying it because, again, I told you it's 10, 12 years we are teaching, so it will take probably some time. But gradually there is more acceptance. Gradually, just I got to know, even in US, some insurance companies, they are willing to insure the products and also therapies. So now gradually even insurance company taking interest there. Also es ist im Moment noch so, dass das alles im Prozess ist, auch in diesen anderen Ländern. Und dass es im Moment schon so ist, dass eben in der USA, glaube ich, in US, die Insurance Companies, yes. Die Versicherungsgesellschaften, die nehmen das jetzt langsam wahr. Das heißt, diese alternative Form der Heilung wird da auch mehr wahrgenommen. Let me just double check, but that means you don't have collaborations with universities at the moment. I think that was your question in terms of research. US. Yes. Right now, we are right now in the process of documenting the cases and everything and bring it to the government, health department, so to take it to the next stage. But most of the clients coming to us because of their, seeing good result. So that's why they are motivated and encouraged to come to us. Ja, also das ist tatsächlich noch ein Prozess, das in die offiziellen Schienen zu bekommen mit den Regierungen, und sie kriegen halt die Klienten oft über Empfehlung, weil die Leute gesehen haben, dass es ihnen gut hilft. Ja, das ist dann auch eigentlich ähnlich wie hier in Deutschland. Ich kenne das aus anderen europäischen Ländern, wo es zum Teil leichter ist. Zum Beispiel in Norwegen ist an jeder Schule ein Musiktherapeut mit eingestellt. Da gibt es eben nicht Ritalin gleich mal als Maßnahme bei verhaltensauffälligen Kindern, sondern Musiktherapie wird da erstmal erfolgreich meistens angewendet. Und aber auch hier entdeckt man, dass auch gerade jetzt durch die Pandemie, dass zum Beispiel auch bei Long-Covid Musikresonanz, also gerade dieses Fühlen von der Vibration und Soundhealing da sehr gut anschlägt. Und wir bekommen das als Betrieb mit, dass auch immer mehr Nachfrage ist an Kliniken. Also wir haben in den letzten Monaten 4, 5 Kliniken, die wieder neu Musiktherapie einrichten wollen. Und denke ich, das ist auch der steigenden Nachfrage geschuldet oder eben, dass man auch merkt, dass es hilft, auch wenn die Krankenkassen das noch nicht so unterstützen. Yeah, I'll just try to be brief. It's similar here in that way that it's not yet officially recognized, and it's also the case that more and more people realize that it's helpful, and that there's more and more demand actually from clinics to actually want to have people who are trained in sound therapy. And Caspar gave the example in Norway. Actually, they have in every school a sound therapist, so that the children can be helped. And here it's more like, at the moment, it's usually more the medical drug situation, that when children are having difficulties, which is the first route, but it's changing, Caspar says. Ja, ich möchte das jetzt auch nutzen, dass vielleicht hat von euch jemand Fragen. Questions from the floor. Yeah. Henning, ja? Soll ich auf Deutsch oder auf Englisch? Egal, ich kann es in rückwärts übersetzen. It would be interesting to hear what kind of
of therapy results you are aiming at or you can report about? If you say you have good results, that's a very broad way to put it. So do you treat, let's say, in cancer patients, do you treat pain or cancer-associated anxiety or in what dimension? Let me just quickly, für die Deutsch verstehen, es geht darum, es wäre gut, noch ein bisschen mehr Details zu hören, was angestrebt wird, wenn es um gute Ergebnisse geht. So what we say, sound, the ultimate medicine. For us, like you take medicine to heal yourself completely, sound can heal you completely. That's how we work. So for example, I share one example. One cancer patient came to us with urinary bladder, tumor. Now doctors removed the tumor and they also wanted to remove the urinary bladder. But she came to us, sound healing can help, and we did 10 sessions. And after that, she went back to hospital, and then doctor told us, no, you need not go for surgery. We don't find any trace of cancer. So we have that kind of result. One epilepsy patient came to us suffering 15 years. His father is also doctor. He came to us and he was taking one medicine, oxytocin 500 mg for maybe more than 10 years. And then he had some side effects. After the treatment, taking 7 sessions, he went back for EEG test report and his brain wave was normal. Now it's more than 6 months. He checked it twice and brain wave is normal. Now doctor has reduced his medicine. So this kind of result we have. Okay, ich fasse es auch nochmal zusammen. Sie hatten zum Beispiel einen Krebspatienten, eine Krebspatientin mit Blasenkrebs und da sollte auch die Blase entfernt werden. Und die kam 7 Sessions, Cancer Patients? 10, also 10 Interventionen und danach brauchte sie tatsächlich diese Operation nicht mehr und er hatte auch einen Fall von jemandem mit Epilepsie. That was a young person with He was epilepsy? suffering 15 years. Für 15 Jahre hatte er schon mit Epilepsie zu tun und hat auch Medikamente genommen und nach 7 Sessions, that was 7 Sessions, war es tatsächlich so, dass wohl übers EEG die Gehirnregionen wieder normal aussahen und dass dann auch die Medikamente reduziert werden konnten. Ja. Einzelfallstudien, ne? Single case studies, and if you protocol them in a very structured manner, they have a value. Yes, But we need to be very precise. Yeah, we have a very precise protocols for all the therapies, but of course we need support from the government to bring it to the masses, to get it recognized, because there are still lots of hurdles from the government side. But people are coming to us, like we offer workshop worldwide. People come to learn because they are getting result. So we have more than 500 hours of training, level 1, level 2, and all students are encouraged. They are with us more than 10 years, 12 years, because wherever they are working, they are getting very good result because of proper training to them. And it's result-oriented thing. Ja, es war nochmal eben die Zwischenfrage, wenn es individuelle Fälle sind, dann ist es wichtig, das gut zu dokumentieren, dass die eben auch wissenschaftlich ausgewertet können. Und da war die Antwort auch, dass das jetzt noch in einem Prozess ist und dass die eben im Moment, dadurch, dass sie so gute Erfahrungen gemacht haben, Leute haben, die zu ihnen kommen. Das ist ja auch schon wahrscheinlich etwas, was einfach eine eigene Sprache spricht. Da gibt es noch eine Frage? I would be interested to hear what are the intervals between the treatments. Also was ist die zeitliche Abfolge von den Treatments, von den Behandlungen? So if we are working on any chronic critical health disorders, it's regular every day. Every day. Yeah, but if it is maybe not that critical, so sometimes we give 1 day gap. That is the maximum. Okay. Yeah. Also bei den chronischen, kritischen Fällen jeden Tag und bei anderen, die vielleicht nicht ganz so tief sind, auf jeden Fall nicht weniger als jeden 2. Tag. Ja. And how long lasts the session? Is it like the whole day or some hours or 90 minutes or an hour?
Wie lange ist so eine Session? It's usually 60 minutes to 90 minute session. 60 bis 90 Minuten. Ja, das ist dann auf jeden Fall öfter wie hier, was ich kenne in deutschen Kliniken. Da ist Musiktherapie vielleicht einmal die Woche, 60 Minuten oder so. So it's more regular than in Germany. What he knows from clinics is maybe once a week for 60 to 90 minutes. Ich würde gerne wissen, wie der spirituelle Hintergrund ist von den Menschen, die von euch ausgebildet werden. Weil ihr seid ja in einer alten spirituellen, musikalischen Tradition. Und ich finde, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt mit, um auf einer bestimmten Ebene Menschen begegnen zu können. She would like to know the spiritual tradition of the students. You are now asking für die da studieren, of the students who are taking that knowledge, because it's an ancient tradition and it might make a big difference what kind of spiritual setup people bring. We have people from all age groups, all backgrounds. Recently I did workshop in Dubai before I came to Europe, and Muslim women in burqa, they come to attend workshop and they are so excited to learn and experience. They say they took maybe 4 days training session. After day 2 they started working on their family, and they say everybody in my family loved it. So even women in burqa, they are coming and they love it. We have all kinds of, students, and what I see, sound connects everybody. Nobody can say sound is not working on me and I don't love it. Everywhere, 100% people, wherever I did workshop, any country, there is no language barrier, there is no religion barrier, there is no age barrier. Even highly educated people understand this because this is scientific, and even illiterate people understand this with their experience. Ja, es geht wirklich über alle Altersstufen, über alle Erfahrungsstufen. Er hat erzählt von einem Workshop in Dubai, wo Frauen in der Burka kamen, und nach 2 Tagen von einem 4-Tages-Workshop gingen sie nach Hause und haben schon mit der Familie angefangen zu experimentieren und haben das Feedback mitgebracht, dass die Familie das toll fand. Und er hat nochmal betont, dass eben Klangtherapie unabhängig ist von der Sprache, unabhängig ist vom Bildungshintergrund, dass es einfach sehr, sehr verbindet und dass aus seiner Erfahrung jeder es liebt. Da war noch eine Frage. Ja. Is your institute connected to a clinic that works with Ayurvedic medicine, with a special diet or special detox programs, or is it only music therapy? Good question. Gibt es noch eine Klinik, wo das verbunden ist mit ayurvedischen Praxisen oder mit spezieller Ernährung? Yes, so principal medicine is sound. But apart from that, we just integrate it with diet and sound. And then we use modern diagnostic tool to check it. Yes. We use modern diagnostic tool for checkup and sound as a medicine, along with proper diet plan. That's it. Also es wird kombiniert mit der Ernährung und das wird auch dann gemessen über diagnostisches Mittel, die Morgan-Tool, hast du gesagt? Ja, Diagnostic Tool. Diagnostic Tool. Und das wird verbunden zum Diagnostizieren, und dann aber zum Behandeln wird die Musik, also wird der Klang eingesetzt. I have a question regarding the protocols. Did you design them and how did you create them? Oh. Das ist eine Frage zu den Protokollen, wie die entstanden sind. Yeah. So I worked more than 10 years just to understand this. And we have designed very specific protocols, like for working on specific diseases. So it took a lot of time to experiment, to research, and then we have, of course, very specific protocols. Like suppose anybody is coming with some specific issue, so we know which frequency and vibration we need to work on that disease. So we have singing bowls with very specific frequencies and vibrations.
So it's not just 1 or 2 bowls. We have like more than, you can say, 15 or 16 different bowls that we apply on different issues. Sometimes we combine like maybe 10 bowls together, sometimes 3 bowls, sometimes 7 bowls. It's, what we need to do for specific disorders. Also da stecken über 10 Jahre Erfahrung und Forschung schon drin, um diese Protokolle zu entwickeln. Und sie arbeiten so mit 15, 16 verschiedenen Klangschalen und manchmal werden da eben 7 zusammen an verschiedenen Stellen eingesetzt, manchmal auch nur 3, das kommt drauf an, aber es gibt tatsächlich wohl für gewisse diagnostische Krankheiten schon Protokolle, was dann da eingesetzt wird. Ja, wir haben bei uns auch vor einem Jahr angefangen, Protokolle zu entwerfen oder Feedbackbögen. Und weil ich finde das auch wichtig zu dokumentieren, welche Art von Behandlung, wie lange hat es gedauert und wie war der Schmerzlevel vorher und nachher und so Geschichten. Und da würden wir uns natürlich auch freuen, Therapieeinrichtungen oder Kliniken zu finden, die da das Ganze unterstützen würden. Also wir haben einige Partner auch und vielleicht ist ja auch das ein Ansatz, noch mehr zusammenzuarbeiten. Yeah, from Alton there are also protocols and they would love to actually have collaborations with people who work in clinics to actually see how things work so that there is an effectiveness tool to measure, for example, the pain level before and after therapies. And if there are people who actually want to collaborate in that way, that would be very, very welcome. Mhm. Mich würde interessieren die Art der Klangschalen, die Sie einsetzen, weil wir haben ja jetzt hier viel diese therapeutischen Klangschalen, die eigentlich auch schon so ein bisschen, ich sag mal, im weitesten Sinne diatonisch eingerichtet sind. Und ob die indische Tradition von vornherein ganz andere Klangschalen verwendet, vielleicht auch eigene der Tradition entsprechen. Yeah, she's interested in the actual sound bowls, what kind of sound they make, because here in Germany the experience is that the sound bowls have already a kind of tuning to them, and if the Indian ones are different to the ones here in Germany. Habe ich das richtig verstanden? Okay, yeah. So what kind of sound bowls do you use? Are they tuned? So first of all, we use 100% hand-hammered bowls made by very highly skilled artisans, and then as an expert we choose with specific frequencies and vibrations to work on different kind of health disorders. So basic concept is a very rich vibrational quality, that is 100% handmade bowls, and then we create also like bowls with high frequency, very deep vibrations. So like sometimes we use bowls like in therapy, maybe 16 inches dia with very thick rim that produces very high frequency, very powerful vibration. Sometimes we use very thin rim bowls, like it's paper like thin. It produces some wider range kind of sound. So we create these bowls for the therapeutic, approach, and we have lots of actually healthcare professionals who come to us to learn. So they get very precise bowls for application in therapies. Yeah. Ja, also Sie verwenden nur handgemachte Klangschalen, die dann manchmal sehr verschieden sein können, dickwandig, dünnwandig, 16 Inches, ich glaube ein Inch sind etwa 3 Zentimeter, also die sind schon ziemlich groß. Und die Studenten, die kommen, die, let me just double check that, they get a set of Klang bowls when they go in their practice? There are different kinds of bowls. So level of training, so we have like level 1 bowl set, then when you come to level 2 then it's different, in level 3 it's different, so they learn how to apply and then they practice it and they come to the next level, then even it's much more powerful and specific bowl sets. Also im Training ist es sozusagen auch so, dass es verschiedene Levels gibt und dass erstmal nur eine kleine Auswahl an Klangschalen im Training zur Verfügung gestellt wird und dann praktizieren die Studenten damit und dann im nächsten Level
Level gibt es mehr und verschiedene und dann nochmal mehr und verschiedene bis dahin, dass 4 Levels sind insgesamt. Altogether 4 levels. Total 5 levels. 5 levels, But in 5 3 levels. levels you have different bowl sets. Okay, also es sind 5 Level-Trainings und es gibt auch 5 verschiedene Sets of Bowls. Ja, die Klangschalen, die es hier gibt, kommen ja auch hauptsächlich aus Indien oder Nepal. Und die meisten waren, so habe ich es von jemand gehört, der jährlich nach Indien gefahren ist, das waren Haushaltsgeräte, Salatschüsseln sozusagen, die dann gut klingen und dann entdeckt wurde, dass man, wenn man die auflegt, eben die Vibration spürt. Und in den Therapieschalen, die der Peter Hess entwickelt hat, da kommt es eben darauf an, möglichst viel spürbar zu machen. Deswegen sind die meistens dünnwandiger und präziser gearbeitet als die traditionellen Schüsseln. Aber da ist auch sozusagen jedes ein Unikat, jedes ein Einzelstück und da muss einfach hören, was passt zusammen. Ja, vielleicht soweit noch kurz. Just for you, the ones which were available here in Germany are often household bowls, which actually had different properties, and then depending what fitted or what intuitively fitted was used. And then there was a development of special bowls which were also richer. It's what you've said, that there is a richer spectrum in the bowls, which is used now for therapy more often. So your question is? No, okay. There was no question, it was just a comment. Okay. Like I just want to share, we have if you have heard about the energy centers in our body, that is called chakras. So we have very specific bowl sets to work on that level that is very effective for very chronic critical health disorders. Again, we have bowl sets like that work on the very deep-rooted traumatic blockages and experiences to the people. So we have the bowl sets that work in a very specific manner. We use it like a mathematics. Like 2 + 2 is 4, that's how this works. So we also call it like it's not just art, this is science also. Sound therapy is a science and art both. So where as an artist you play the bowls, and as a science you also understand when I have to use which frequency, which vibration. Yeah. Ja, hat nochmal gerade betont, dass es eine Kunst und eine Wissenschaft ist, diese Soundtherapie einzusetzen und dass eben als Künstler kann man die spielen und dann aber, wenn man tatsächlich mit Krankheiten und Behandlungen zu tun hat, dass man dann präzise sein möchte, um eben auch dokumentieren zu können, was wirkt. Das sind diese 10 Jahre Erfahrung. Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist und hier ein bisschen berichtet hast. Vielleicht, wenn Interesse besteht, du hast ja erzählt, du machst auch Workshops in Europa, kann man sicher sich connecten bei Bedarf und vielleicht kommst du auch mal wieder hier nach Bad Zwesten und wir können hier was organisieren. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Kommen. Thank you very much for coming. And I do want to translate that you are invited to come back to Bad Zwesten and to maybe do a workshop here if that fits. And I just have a little tiny thing. Maybe you need to connect too from Regensburg, because it sounds like you could possibly do also collaborations with sound and healing. Okay. Thank you so much. We are really willing to spread this science. We do believe this science should reach each and every family, because this is something so practical, so powerful, every family can use it. And there are therapies so practical, 10 minutes, 15 minutes, but it's so effective in several kinds of maybe physical health issues, emotional health issues. And I see we have students now working across 6 continents, in Africa, in Asia, in Europe, and everywhere people love it. And they all believe what we have learned, it should reach each and every family. And we are always willing to bring it in a scientific way, that like in India, of course, it's
is still developing, but in Europe I see there are lots of universities. They are teaching music therapy, they are doing research on this, and we would love to collaborate. We would love to show them result, how is it working, and if we can, get it more recognized and bring it to more people. So thank you, everyone. Ich fasse es nur noch mal ganz kurz auf Deutsch zusammen. Er hat wirklich den großen Wunsch, dass das in jede Familie kommen kann, weil es so effektiv ist und so praktisch und er jetzt schon so viel Erfahrung in 5 verschiedenen Kontinenten hat und sich wirklich wünscht, dass da auch da, wo schon eine weitere Entwicklung ist, dass es eben an Hochschulen unterrichtet wird oder dass es in Kliniken routinemäßig benutzt wird, dass da mehr auch gesammelt werden kann, sodass das sich einfach noch weiter verbreiten kann. Ja, danke. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass man das entdeckt als Selbstfürsorge, um es gar nicht krank zu werden sozusagen. Wir sagen auch immer, mit Musik stärken wir die Gesundheit. Und das kann jeder machen, weil es eine sehr einfache und gute Möglichkeit ist. Und von daher super, das in jeder Familie zu verbreiten. Thank you. Okay. Thank you once again. Okay, thank you. Das war der neueste Beitrag der Musikresonanzakademie. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns auf ein Like und das Abo. Unsere aktuellen Veranstaltungen seht ihr auf der Homepage musikresonanzakademie.de. Vielleicht sehen wir uns bei einem Workshop. Meld dich an.